Also die Unterschiede zwischen klassischer und agiler Unternehmensführung ist, dass die klassische Organisation und Organisationsführung hierarchisch ausgerichtet ist, klassisch top-down ausgerichtet ist und als Grundprinzip sowas wie ein Spezialistenprinzip im Hintergrund hat. Also ich habe bestimmte Fachspezialisten, die als Spezialisten in ihrem Thema unglaublich gut sind, die ich in solchen Abteilungen, wir könnten sie auch Silos nennen, zusammenführe, weil die Spezialisten Lust haben, miteinander an diesen Themen zu arbeiten. Über diese Arbeitsteilung ich dann zu dem bestmöglichen Ergebnis komme und die Zusammensetzung dieser einzelnen Arbeitsteile dann wieder ein großes Ganzes ergibt und dass das optimal ist. Die nicht traditionelle, sondern die agile Organisation geht von was anderem aus. Die sagt, in einer Organisation gibt es ganz viele Mitglieder, nämlich Netzwerkteile, Knoten und Kanten, Menschen, die mit anderen Menschen verbunden sind und die so, ob das jetzt eine Schwarmintelligenz ist, weiß ich jetzt nicht, aber so die Summe aus dem Wissen von allen macht eigentlich eine Besonderheit aus und schafft eine Organisation, die sich viel schneller anpassen kann, als wenn es eine reine Top-Down-Organisation ist. Und ich finde es immer sehr schön, ich habe Kinder, wenn sie so diese stille Post spielen und sie sagen dem einen Kind was ins Ohr, also mittlerweile sind die zu alt, aber früher haben wir das gemacht, und das 7. Kind bekommt das dann auch noch ins Ohr geflüstert und dann schauen sie sich an, was das 7. Kind noch weiß, dann ist das nicht mehr das, was das 1. Kind gehört hat. Das ist klassische Kommunikation in Hierarchien. Während in einer Netzwerkorganisation, in der ich sehr schnell mit allen kommunizieren kann, sei das jetzt über Social Media, über Wikis oder über SAP Jam oder was es da auch alles gibt, funktioniert natürlich die Verteilung von Informationen ganz anders. Die Bewertung ganz anders. Und dementsprechend habe ich auch viel größere Chancen, schneller die relevanten Dinge für die Anpassung zu verstehen, zu bewerten und es dann tatsächlich zu tun. Das heißt, wenn Sie jetzt mal den klassischen CEO nehmen und Sie nehmen den Agile CEO, dann wäre der klassische CEO jemand, der versucht, arbeitsteilige Prozesse so zu gestalten, dass sie möglichst hinterher wieder zusammengesetzt werden können. Während der agile CEO versucht, Netzwerke zu fördern und die Arbeit in einer kollaborativen Form so zu gestalten, dass jeweils diejenigen, die am besten an einem Thema arbeiten können, auch die Chance haben, daran zu arbeiten. Unabhängig davon, in welchem Silo sie angesiedelt sind, wie lange sie dabei sind, welcher hierarchischen Ebene sie angehören oder welcher Fachrichtung sie angehören.